course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir befinden uns immer noch im heißgeliebten Morddezernat. Genau, hier geht es jetzt nochmal um eine der letzten Fälle. Deirdre Muller, das war, glaube ich, unser allererster Fall. Oder mit einer der ersten Fälle, die wir gehabt haben hier im Morddezernat. Dort sind nämlich jetzt die Ringe in einem Pfandleihgeschäft aufgetaucht worden. Wir sollen uns das mal angucken und danach gehen wir jetzt direkt zum Rangierbahnhof. Ja, wir sind auch fast schon durch mit dem Morddezernat. Das ist, glaube ich, der vorletzte Fall. Ich glaube, der letzte Fall, der konzentriert sich wirklich auf den Black Dahlia-Mörder. Also, dass wir den finden. Rusty voll aggressiv. Schubst erstmal alle Passanten weg, alles klar. So, ich habe natürlich wieder mein schlaues Handy hier liegen. Ihr wisst das. Und jetzt schauen wir uns mal die beiden Ringe an, die dieser Pfandleiher hier hat. 10:13 AM. Money to loan. Our everything. Schauen wir mal, was der hier für uns hat. Guten Tag, hallo. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? I gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. And feel lucky you're getting it. I have the rings right here. So, dann schauen wir uns erstmal den hier an, den linken. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Ring von welcher Frau ist. Wir gucken jetzt einfach mal, da steht bestimmt drin. What's this mark here? Havelier, Maker's mark. ne, oder? Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Ah, genau, Hartfield. Nicht Harway, sondern Hartfield. Okay, sehr klein eingraviert. Aber ich weiß immer noch nicht, welcher Ring von wem ist. Jetzt gucken wir mal den Ring. Steht aber vielleicht irgendwas drin, irgendeine Abkürzung oder so. Does this mark mean 22 Karat. Hallmark. Gives you an idea of the quality. Ich glaube, je höher der Wert, desto wertvoller ist der Ring. Ich glaube, 22 Karat, das ist schon gar nicht so schlecht. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. So, jetzt wissen wir also schon mal, wer die Ringe verpfändet hat oder wer die Ringe hat. Und der hat dafür Geld bekommen. Ich glaube, das war's hier jetzt erstmal. Das ist so ein, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Das war immer so eine Stelle, so am Ende des Morddezernats, wo es nochmal ein bisschen komplizierter wird, wo ich auch meine grauen Zellen mal anstrengen muss. Okay, wir fahren jetzt aber zunächst mal zum Rangierbahnhof. Zu unserer nächsten Leiche. Gehen wir wieder also zum Alltagsgeschäft über, aber das mit dieser Pfandleihe dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen, weil das wird, wie schon gesagt, im nächsten Fall sehr entscheidend sein, wenn wir dann den Black Dahlia-Mörder oder den Typen da verfolgen. Okay, gucken wir erstmal hier, Rangierbahnhof. Ich bin bereit, wenn du es bist. Fährt Rusty oder fahr ich? Nein, Rusty fährt natürlich. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ne, wir waren an einem anderen Bahnhof. Got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators. Cole, Hugo Muller was identified by the... So, Rangierbahnhof, 10:56 AM. Gewohntes Bild, alles. Alle wichtigen Leute sind schon da. Und diesmal, guck mal, wieder nicht nackt und nicht beschriftet. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Der Neger, ey. Solche Wörter
benutzen die hier in dem Spiel, aber war halt damals üblich, dass man die Leute so, oder dass man dieses Wort benutzt hat. So, jetzt erstmal zum Gerichtsmediziner. Hallo. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Dieser Typ, der verdient einen besonderen Orden, ey. Aber ist ja auch sein Job. Jetzt gucken wir uns mal die Leiche an. Sieht halt immer schlimm aus, ne? Wenn man hier hinkommt, so viel Blut. Eieiei, dann gucken wir jetzt gerade mal. Also an der Leiche, wir gucken einfach mal alles durch. Also hier sehen wir ja, ne? Aufgeschlagen, Blut fließt raus. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Ja, hat man ja auch ganz klar im Vorspann gesehen. Obdachlosigkeit. Ein Wunder, dass sie nicht schon in den Zug reingelaufen ist, dass sie sich noch hat halten können neben dem Zug. So, hier fehlt schon mal der Ring. Guck mal, hier ist schon mal ein Another Hinweis. missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Was macht der immer nur mit den ganzen Ringen, ey? Fehlt hier auch noch ein Ring? Nee, war nur einer, ne? Aber das war nicht der verpfändete Ring. Das war ja von Hugo Moller, glaube ich. Waren das die Ringe? So, hier unten ist diesmal nichts beschriftet. Angezogen ist sie. Okay. Ich glaube, das waren jetzt alle eine Obdachlosigkeit. Gelbes Beweistuch. Ach so, hier gelbes Beweistuch. Und da finden wir jetzt die Handtasche und ich glaube noch einen Firmenausweis, so wie es hier drin steht. So, und zwar nehmen wir erstmal, ich nehme erstmal das hier, mal gucken, was das ist. Keystone Film Company, Name Evelyn Summers. Okay, also haben wir schon den Namen der Toten wahrscheinlich. We could go over to the lot and see what they know about her. Job beim That's Filmstudio. gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Schade, welches Jahr haben wir jetzt? Also die haben schon längst zugemacht, aber vielleicht ist ja doch noch irgendeiner, der sich an Evelyn Summers erinnert. Jetzt haben wir hier die erste Hälfte von einem Brief. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich muss mir das mal kurz durchlesen. Ihr könnt ja nebenbei mitlesen. So, liebe Evelyn, ich hoffe, wenn du diesen Brief erhältst, bist du in einem besseren Zustand als damals, als wir uns das letzte Mal sahen. Schlimme Worte sind damals gefallen. Du hattest zu viel getrunken und wir wissen beide, was das aus dir macht. Aber ich schreibe nicht, um dich zu ärgern oder zu belehren. Ich schreibe, um mich zu entschuldigen. Mein Herz ist gebrochen, als ich sah, was aus meinem kleinen Mädchen geworden war, was sie sich selbst antut. Du machst mit dem Alkohol deinen Körper und deine Seele kaputt, Evelyn. Und das mit anzusehen, fällt mir viel schwerer, als du dir vorstellen kannst. Okay, aber nur der Allmächtige über uns hat das Recht, uns zu beurteilen und darum möchte ich dich um Vergebung bitten. Ich bin in deinem Namen mit dem Sanatorium hier in Connecticut. Alter, wie schnell. Sie sagen, dass dein Zustand eine Krankheit ist. Evelyn, man kann sie behandeln. Du musst dich nur einweisen lassen. Tja, wer war das denn? Die Mutter, der Vater, ihr Mann? Keine Ahnung. Den könnte irgendjemand geschrieben haben. Den hätte ich auch schreiben können. Also, sie hatte wohl Probleme. Ja, vielleicht hat sie wegen ihrer Krankheit getrunken. Wollte alles nicht wahrhaben. Wollte das nicht so wahrhaben und deswegen, ja, ist sie jetzt so verendet, wie sie verendet ist. So, dann haben wir noch eine Streichholzschachtel, ganz typisch, und zwar von welcher Bar denn diesmal? Menschs Bar. Maybe someone at Mensch's will remember her. Viele Orte, an denen wir uns mal umhören müssen. Deswegen könnte dieser Fall auch wieder ein bisschen verzwickter werden. Und ein Kassenzettel von Levan's Liquor Store. 2 große Koffer, kleiner Koffer, Schlafsack, Kissen, Bettlaken, Fotorahmen, Haarbürste, Kegel, Statuette, Make-up, Kleidung. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Tja, das sind alles Sachen, die man so braucht, wenn man auf der Straße lebt, ne? Ein Kissen, Make-up und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich heavy. So, jetzt gucke ich gerade nochmal. Befragung. Wir müssen jetzt schon zur Befragung, genau. Und zwar mit einem John Ferdinand Jameson, um genau zu sein. Das ist, glaube ich, der Typ hier. Und dann gehen wir da hinten ans Telefon. Ich gehe erstmal hier hin. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John.
If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Da war Rusty wieder in seinem Element. Aber was fällt ihm ein, einfach eine Leiche zu küssen? Aha, der Lippenstift. Schau mal an. Classic Carmine. Den kann man ausfahren, ja. Der ist schon benutzt. Der ist schon benutzt worden. Aber ob das wirklich der Black Dahlia-Mörder ist und so weiter und so fort, ob das mit dem zusammenhängt, Is this yours, Ferdinand? weiß ich nicht. No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Der würde dem am liebsten, mit beiden Händen am Hals würgen und einfach auf die Gleise schlagen, glaube ich. 24 Jahre erst? Und hier waren wir auch schon mal. Guck mal, der PI-Rangierbahnhof, da waren wir schon mal, ganz am Anfang. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Ja, es stimmt. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Naja, das stimmt nicht so ganz. Also, dass er hier arbeitet, stimmt, aber ich glaube nicht, dass er von der Schicht direkt nach Hause wollte. Ja, da ist noch mehr. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Clyde, you get this sack of shit into a cell. Ja, Rusty, wie gesagt, da sieht man nochmal, dass das einer von der alten Schule ist. Der schlägt einfach zu, der fragt gar nicht lange. Gut, wir gehen jetzt mal kurz zum Telefon. Wir müssen nämlich, oder müssen wir uns mit dem noch unterhalten? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich gucke gerade mal. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Gut, also da kriegen wir nochmal ein paar genauere Informationen. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich hier alles habe. Alle Hinweise, ja, Leiche, Gerichtsmediziner, ja. Info über Telefon. Also, was macht Rusty? Ist da noch ein Hinweis, den ich nicht gesehen habe? Wahrscheinlich nicht, ist einfach nur eine leere Zigarettenschachtel. Guck mal, Rusty führt uns hier auf die falsche Fährte. Rusty, genannt Finbar Galloway, so ab zum Telefon, die Adresse rausfinden und dann geht's weiter zur Mensch-Spa. Steht hier so drin. Also ich befolge jetzt alles das, was hier steht. Ah, nee, zum Liquor Store. Quatsch, nicht zum Mensch-Spa, sondern zum Liquor Store. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks. Levine's Liquor Store untersuchen. Also, Ort aktualisiert. Rusty, du hast einen neuen Auftrag. Du darfst uns gerne dahin fahren. You drive. Und dann fahren wir zum Mensch-Spa. Genau, die beiden Adressen stehen schon drin, aber da müssen wir zuerst hin. Es gibt schon kranke Typen, ne? Die sich auf eine Leiche legen, einfach mit der bisschen rummachen. Und dann so von wegen, ach ja, ist ja nicht verboten, da gibt es ja kein Gesetz gegen. Hä? Was stimmt mit den Leuten nicht? So, hier soll nämlich der Unterschlupf sein von Evelyn Summers, 11:22 Uhr am. Hier hat sie sich wohl aufgehalten. Scheint wohl ein netter Ladenhüter zu sein, wenn sie ihr einen Unterschlupf gibt. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Okay, also auch ein Bekannter von Evelyn Summers.
Und Rusty wartet hier, ja. Der bleibt natürlich beim Alkohol stehen, wo auch sonst. Hätte mich jetzt auch gewundert. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. Siehst du, er denkt wieder nur ans Trinken. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An Aha. alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? Nee, also das hätte ich auch vorsagen können, dass eine Alkoholikerin in so einem Laden definitiv nicht, das wird nicht gut enden. So, hier haben wir jetzt also die Sachen von Evelyn Summers. Jetzt muss ich gerade mal schauen, hier Hinweise, Unterschrift, Bowling Pin, hier hinten. Da ist zunächst mal der erste Hinweis. Bowling Pin, und zwar hier, Rawlings Bowling. Na komm, zoom drauf. Jetzt. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. Rusty, Cops super. roll there on Tuesday nights. So, also neues Ziel, wieder was untersuchen. Hier haben wir das Schild, Evelyn Summers. Quite some time before she was killed. Hat sogar ihr Schild mitgenommen. Also, entlassen worden oder hat gekündigt. Ist dann in Depression verfallen. Work in the pictures. A few years ago. Keystone Went to Films. legal copyrights for music. Ah, Urheberrechte für Musik. Da muss ich doch mal anrufen. Das kriegen die bei YouTube doch immer nicht hin. So, dann haben wir hier noch irgendein Buch. Aber ich gucke mir gerade noch mal die anderen Hinweise durch. Nicht, dass ich noch was übersehe. Da ist nur eine Bürste. Daneben ist ein Foto. Das gucken wir uns mal zuerst an. She wasn't always such a loner. Ja, welche ist es denn jetzt? Die rechte oder die linke? Ich glaube, die rechte ist es. Auf jeden Fall hatte sie auch schon bessere Zeiten hinter sich. Und das Buch hier, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aristoteles Metaphysics. Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Da können wir auch reingucken. Und zwar steht She was da borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Auch ein sehr merkwürdiger Name, aber sie hat offensichtlich das Buch sehr gerne gelesen. So, und ich glaube, jetzt müssen wir den Mr. Robinson... Ne, hier ist noch ein Foto, pass auf. Da ist sie nochmal drauf. Ich würde auch sagen, boah, die linke oder die rechte? Ich glaube, die linke ist es. Oder die rechte. Die rechte sieht so mehr nach Außenseiterin aus. Ohne jetzt vorlaut zu urteilen, aber ich glaube, die rechte ist es. Beziehungsweise war es. Sie ist ja jetzt nicht mehr da. So, Mr. Robinson. Neben dem ganzen Alkohol würde ich gerne noch ein paar Antworten von Ihnen mitnehmen. So, 42, Schnapsladenbesitzer und Freund von Evelyn Summers. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Roggenwhisky. Naja, ich bin ja nicht der Alkoholiker, aber stimmt. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Haha, Schnapskauf. Da ist auch wieder der Streit und das Versöhnungsgeschenk, was bei allen anderen Mordfällen ja auch irgendwie dabei war. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Das stimmt auch. Hart, aber es stimmt. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Vielleicht war das auch die erste Hälfte des Briefs. Vielleicht von der Mutter. Mal gucken. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Nicht persönlich. Ah, da weiß er mehr. Doch, das müssen wir leider anzweifeln. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother?
Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Gut, wir gehen vorne wieder raus. Also müssen wir hier raus. Ja, das wäre wieder so ein typisches Beispiel für eine ganz normale Person, die einem nichts wollte, nett ist, hat jemanden angehimmelt und irgendeiner ist halt immer dabei, der dich nicht mag und dann zack. Naja, okay, das war's erstmal hiervon. Jetzt fahren wir aber, glaube ich, zur Menschsbar. Genau, jetzt fahren wir zu dieser Bar, die das Mordopfer besuchte. Also sie hatte viele, viele Orte, wo sie war. Viele Menschen mochten sie nicht. Dieser Mr. Robinson gehörte zu einer der wenigen, der sie mochte. Ja, ist schwierig. Ein schwieriger und verzwickter Fall, aber sehr spannend. Trotzdem, ich liebe solche Fälle. So, Menschsbar, das ist wieder was für Rusty. 11:33 Uhr AM. Früher Morgen, da kann Alkohol nicht schaden. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Ja, also ich wahrscheinlich, weil Rusty wird sich jetzt erstmal einen Drink gönnen. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, Detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Oh, das ist schon mal einer, der gehobene Sprache benutzt. Also so von seinem ganzen Auftreten her. Grosvenor McCaffrey, 38, Bekannter von Mordopfer Evelyn Summers. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Und noch viel mehr. Do you want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Nein, das ist nicht richtig, denn wir haben das Buch gefunden. Sein Buch nämlich. You're lying, McCaffrey. Genau. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Ja, komischerweise ist es dann aber doof, dass wir das Buch gefunden haben an ihrem Aufenthaltsort. Schade. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Ja, aber der Typ, der ist mir nicht ganz geheuer. Er lenkt so ein bisschen die Schuld auf die anderen. Wenn das wirklich stimmt, dass sie bei ihm eingebrochen ist. One more time, pal, and I'll break your fucking jaw. Wir hatten jetzt gerade gesprochen. Ich wollte mit Rusty sprechen. I'm at a loss. Next stop has got to be the bowling alley. Alles klar. Ich meine, ich mache die ganze Arbeit alleine. Aber wie gesagt, sehr interessant, sehr interessante Infos. Rawlings Bar, oder? Ja, wir sollen eigentlich zuerst ins Zentralrevier zurück. Aber ich habe jetzt gar nicht die Adresse. Ich mache mal Folgendes. Ich fahre mal selber. Vielleicht kriegen wir ja den Anruf von dem Ding. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings.
How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Go to 11 King, en route. Genau, auf diese Nachricht habe ich nämlich gewartet, aber, warte mal, ist das weit weg? Zur Not fahre ich da jetzt einfach hin. Wo ist denn das Revier? Das ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg, oder? Ach, Quatsch, komm, das ist jetzt gerade die Straße runter. Ja, und wieder die Verbindung zum Black Dahlia-Mörder, die Ringe, das Gedicht, die Briefe. Das wird auch noch im letzten Fall ganz schön kompliziert. Achtung. Sehr, sehr spannend. I get it, Rusty. I just don't like it. So, Rusty ist immer noch nicht davon überzeugt, aber wir werden ihn davon noch überzeugen. Yeah. Yeah, I read about that. So, Achtung, Alter. Aus dem Weg. Ich mache jetzt die Sirene extra nicht an. So, einmal links hier abbiegen. Zack. Ganz geschmeidig um die Ecke und dann vorne rechts. Das weiß ich jetzt mittlerweile. Dass so ein großer Tunnel bei uns beim Revier steht. Achtung. Oh. Schade. Jetzt fast ohne Schaden geschafft. So, was will denn der Captain Donnelly von uns? You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if Hier sind wir they're richtig. starving? Zentralrevier, 11:58 Uhr AM. So, Unterhaltung im Zentralrevier liefert Informationen zu vorherigen Fällen. Bin ich jetzt gespannt. Wo sollen wir denn hin? Ah, genau. Hier kriegen wir jetzt nämlich ein paar Infos über die letzten Fälle. Ich glaube, wegen dem Schmuck und so weiter und so fort. Und generell geht es jetzt langsam so in Richtung Black Dahlia-Mörder. Also sozusagen die Nebenquest. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Ja, also ihr seht, der Black Dahlia-Mörder beschäftigt das gesamte Dezernat hier. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, diese ganzen Mordfälle gehören miteinander zusammen, weißt du? Jede Frau war nackt fast, jede Frau hatte eine Nachricht mit Lippenstift. Hey, fuck you too, man! What's going on with you? Alter, schreit er hier einfach im Dezernat rum, was ist los mit dem? Und deswegen, also wie gesagt, bleibt wirklich dran, es wird wirklich noch richtig, richtig geil. Vor allem im letzten Mordfall. Jetzt finden wir erstmal die Adresse raus von McCaffrey und fahren dann zur Bowlingbahn. Phelps, Badge 1247. How could I That help, bum took a Detective? swipe at me. I put him down with my I need an sack. address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks, ma'am. So, nächste Adresse. Also hier in diesem Fall haben wir echt sehr viele Adressen, sehr viele Wohnorte, sehr viele Orte generell, die wir durchsuchen müssen. Rusty sitzt wieder auf der falschen Seite. Der merkt das gar nicht. So, Rawlings Bowling Bar. Müssen wir jetzt nämlich zuerst hin. Wir haben jetzt bislang alle Infos, alle Hinweise, alle Fragen richtig beantwortet. Das ist
Immer wichtig, um hier die 5 Sterne zu kriegen. Ah, okay. Da haben wir es. Rollings Bowlingbahn. 4:28 PM, ganz schön spät. So viel Zeit vergangen? Ach ja, wie schön waren die Zeiten vor Corona, wo man noch Bowling spielen konnte. Und alle anderen Sachen, die kann man jetzt zur Zeit ja leider nicht machen. Schade, schade. Hello, Rusty. 2 on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Da hinten ist er nämlich. Da, der Typ. Der jetzt schon sieht, dass wir da sind, der rennt jetzt schon weg, ey. Unglaublich. James Tiernan, wo ist er denn? Da. Tiernan! LAPD! Und es geht schon wieder los. Oh, diesmal haben wir eine schnellere Karre, ne? Glaube ich. Die hat schon mal ein bisschen mehr Pferdestärken unter der Haube. Der lässt sich auch viel geschmeidiger lenken, muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, Rusty, hopp. Ein Reifen ist schon mal platt. So, zack, jetzt fahren wir hinten nochmal drauf. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means. Na komm, einmal noch. Zack. Das reicht nicht. Ey, wie lange müssen wir ihn denn jetzt verfolgen? Wie viel hält das Auto vor allem auch aus? This isn't the killer. We can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Das reicht nicht. Ihr seht, wir müssen ihn noch 10 Stunden verfolgen jetzt, aber... Mein Gott. Put your hands where I can see them. Oh, shucks. So, ein Verdächtiger mehr, ebenfalls Evelyn Summers. Zack, den befragen wir später noch. Und ja, Phelps hat gerade Galloway versucht, mal klarzumachen, dass diese Fälle doch miteinander irgendwie zusammenhängen. Denn warum sollten diese Leute echt flüchten, wenn sie nichts zu verbergen haben? Can you drive to this one? So, McCaffrey. Hier, McCaffreys Apartment. So viele Apartments, ey. Aber ist schön, so lernen wir mal die Stadt ein bisschen kennen. Ist doch auch nicht schlecht. Bei Sonnenuntergang, sehr schön. Und wir haben auch noch nicht diese Filmstudios gesehen, ja? Da müssen wir ja auch noch hin, glaube ich. So, McCaffreys Apartment. Jetzt muss ich mir gerade nochmal das hier zurechtlegen. So, also. So, 7:19 Uhr stand da, glaube ich, ne? Zack. Ist bestimmt wieder das oberste Stockwerk, so wie ich das Spiel hier kenne. McCaffrey. Okay, dann gehen wir mal rein hier. So, Wohnzimmer. Achso, gut, dann müssen wir jetzt erstmal hochgehen. Apartment 6, nee. Natürlich wohnt er in der obersten Etage. Für uns ist das kein Problem, aber ich denke natürlich immer an Rusty. Apartment 6 hier, da müssen wir rein. Doesn't look like anybody's home. Dann tritt die Tür ein. So, hat ja eigentlich ein schickes, kleines Apartment. Also diese Apartments haben irgendwas. Schön gemütlich, niemand sieht einen. Jeder kennt einen wahrscheinlich. So, jetzt haben wir einmal im Wohnzimmer, haha, wir stehen mittendrin, einen blutigen Radmutternschlüssel. Da unten, guck mal, da liegt doch schon alles Blut verschmiert. So. Von Rollings Bowling. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof.
He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation at least. Ja, Frage ist jetzt auch wieder, ob ihm das irgendeiner unterjubeln will oder ob, ja, ob es wirklich war. Die Sachen liegen ja alle bei ihm. Blutiges Hemd noch dazu. So, untere Hälfte des Briefes aufs Schreibtisch. Guck mal, hier haben wir die zweite Hälfte des Briefes, den wir am Bahnhof gefunden haben. Gucken wir mal weiter. Lange dauern, bis du geheilt bist und wieder nach Hause kommen kannst. Genau, da ging es um die Krankheit. Ich habe deine Sachen in dein altes Zimmer gestellt und ein Schloss an der Tür angebracht, damit du deine Ruhe hast. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ich werde mich um dich kümmern und du kannst wieder in dein normales Leben zurückkehren. Weiter geht's. Ich weiß, deine Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sicher sein, dass der Brief dich erreicht. Scheint die Mutter gewesen zu sein. Aber ich bete darum, dass er es tut und dass du darüber nachdenkst, was ich gesagt habe. Ich liebe dich so sehr und bete jeden Abend, dass du in Sicherheit bist und vielleicht eines Tages an meine Tür klopfst und wir die Kluft zwischen uns schließen können. In Liebe und Verständnis, deine Mutter Augusta Summers. Tja, hat sich ja jetzt erledigt. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. So, also die Mutter und die Tochter hatten einen Streit, die Tochter ist abgehauen, die Mutter hat sich jetzt mal gemeldet, hat ihren Brief geschrieben, aber sie wollte nicht und jetzt hat sie es ja eh erledigt, also sie wird nie mehr an ihre Tür klopfen. Das steht schon mal außer Frage. So, jetzt müssen wir nochmal nach oben gehen, aufs Dach. Ah, gut, dass die da die ganze Zeit steht. Super, dass du uns das mit dem Finger zeigst. Ich glaube, hier ging es hoch und dann nochmal rechts. Hallo? So, hier ging es, glaube ich, hoch, ey. Hinweise habe ich jetzt nicht übersehen, genau. Ah, guck mal, da steht ja unser Taubenliebhaber. Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey! Was machen die Leute, ey? Können die nicht einfach dafür sorgen, dass die Leute mal nicht weglaufen? Ah. So, jetzt müssen wir wieder laufen. Rusty holt wieder das Fahrzeug. Also so viele Verfolgungen wie in diesem Fall hatte ich auch noch nie, glaube ich. So, Rusty, sieh zu jetzt. Wir sind auch nicht schneller als er, ne? Egal, was wir machen. Wir müssen ihn, glaube ich, mit dem Auto verfolgen. Wir müssen ihm, oder? Schaffen wir es so? Ich glaube, wir schaffen es auch so, wenn Rusty Gas gibt und ich auch. Warum zücken wir auch nicht die Waffe? Warum schießen wir nicht einmal in die Luft? Dann bleibt er doch stehen. Das verstehe ich immer nicht bei so Verfolgungsjagden. Waffe kann ich nicht ziehen, aber jetzt haben wir gleich. Komm, wir kommen näher ran, Irgendwann. Boah, das gibt's doch gar nicht. Komm, lauf. Zack, einmal drüber gehoppt. Das kann ich aber auch. So, aber jetzt, genau, die letzten Meter. Jetzt wird er langsamer. Zack, 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 zack. Und zack. McCaffrey, Touchdown. you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. So Typen möchte man doch gleich nochmal ins Gesicht treten. So, jetzt aber zum Zentralrevier, denn wir haben ja auch noch diesen James Tiernan, den wohl Freund von Evelyn Summers. Aber der sah noch relativ jung aus, ne? Wenn sie ein bisschen älter ist. We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. Ja, vielleicht haben wir auch noch nicht die Person gefunden, die auf der Liste steht. So, Zentralrevier, jetzt machen wir noch ein paar Verhöre, 7:10 PM und dann haben wir auch diesen Mordfall hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Wir fangen nämlich an mit James Tiernan. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young Phelps. Genau, zusätzlich nochmal ein bisschen Druck vom Chef, das ist gar nicht schlecht. Wir fangen an mit James Tiernan. Ich glaube, hier müssen wir zuerst rein. Ja. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me.
24, ey, der sieht auch... Naja, ich will nicht reden über das Alter und Aussehen. Fangen wir an mit der Befragung. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Das ist doch gelogen. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Ja, weil er hat doch gerade gesagt, dass er sie zuletzt gesehen hat. Also er hat sich quasi vor der Befragung selbst verraten. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Tja, er will natürlich aus der Nummer rauskommen, aber ist echt sehr interessant, sehr spannend. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Ja, ich glaube, das müssen wir aber anzweifeln. Er guckt zwar glaubhaft, aber das müssen wir anzweifeln. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. Sehr aufgeregt, dieser Typ, ne? Naja. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Tja, auch das ist wieder You're gelogen. lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought, and I'm not lying. She got up and left. That was it. Jetzt fährt er aber aus seiner Haut raus. Wir haben nämlich jetzt den Schnapskauf als Beweis. Das hat auch dieser Robinson, glaube ich, hier gesagt. Genau, Opfer hat nach einem Streit Whisky für einen Jungen gekauft. Und dieser Junge bist du. She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Aha, also heißt das jetzt Nein? Ich habe das jetzt als Nein verstanden. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Ja, also doch. Hat er doch Zugang. Aber wir müssen es anzweifeln. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. So, wir verlassen jetzt erstmal das Evelyn was Verhör. missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. So, ab in Interview Room 2. Das ist immer cool, wenn man so zwei Verdächtige hat. Beide muss man verhören. Und man weiß noch nicht so recht, wer es jetzt war. Jeder beschuldigt den anderen. Ja, dieser Typ, dieser Grosvenor McCaffrey, der ist wie gesagt ein sehr hochnäsiger, sehr gehobene Sprache. Noch sehr ruhig. Mal gucken, wie er jetzt reagiert, wenn wir ihn befragen. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Okay, los geht's. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Das stimmt nicht. Sieht man schon anhand seines Gesichtsausdrucks. Rusty stimmt mir dazu, denn... You're lying, McCaffrey.
You were out at the rail Wir haben den zerrissenen Brief. And what do you have that proves I was there? Das klingt jetzt zwar sehr bescheuert, aber der zerrissene Brief ist hier als, wo ist er denn? Zerrissener Brief? Da. Ein Brief an Evelyn. Teile davon beim Opfer und in McCaffreys Apartment gefunden. How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Also so richtig was rausgefunden haben wir jetzt nicht. Er guckt jetzt schon mal ein bisschen böser. Aber dann hat ihn da irgendwie, hat den da einer hingelegt. Keine Ahnung. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ja. Und wir haben zusätzlich noch die Anschuldigung von diesem James I don't Tiernan. believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Ja. Und zwar hier die Anschuldigung. Und zwar hat er nämlich gesagt, oder er hat behauptet, dass dem Opfer von Grosvenor McCaffrey Gewalt angedroht wurde. Also das ist doch schon mal ein ganz klares Indiz. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Nee, wir müssen jetzt nochmal erst zum Telefon. Guck mal, er versucht jetzt die Schuld auf diesen Tiernan zu lenken, aber er war es ja gar nicht. Deswegen rufen wir jetzt nochmal an, um seine Polizeiakte mal durchzusehen, denn dort kriegen wir jetzt den entscheidenden Hinweis, den wir brauchen. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thank you. So, also war er doch schon mal ein bisschen gewalttätiger, als er uns gesagt hat. Jetzt muss ich gerade mal mich hier durchgucken. Also Befragung. Jetzt müssen wir nochmal zurück zu ihm. Und ihm nochmal die Frage stellen wegen der Polizeiakte. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. It changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Auch darum ging es. Also, so gehoben er klingen mag und so schmierig will ich nicht sagen, aber es ist ein sehr komischer Kauz, deswegen buchten wir den mal ein und hängen ihm jetzt noch seine Polizeiakte an. How do you turn a couple parking tickets in a petty theft misdemeanor into an assault charge? Tja, durch ihre Polizeiakte, die wir geradewegs erfahren haben. Hier Vorstrafen wegen Diebstahls, tätlichem Angriff, Rauswurf aus der Army. Sollen wir weitermachen? We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book.
and she got what was coming to her. So, das war jetzt gerade mal ganz schön aufbrausend, aber wir müssen jetzt nochmal Befragung von James Tiernan. Wir verlassen das nochmal. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu James Tiernan, denn dort müssen wir ihm auch noch eine Frage stellen. Ich hätte ihn eigentlich jetzt schon angeschuldigt, aber wir müssen hier nochmal zurück. Wir müssen ihm noch eine Frage stellen. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Tja, aber wenn er nichts zu verheimlichen hat, warum erzählt er uns dann nicht einfach die Wahrheit? Das verstehe ich nicht. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Ja, und zwar haben wir jetzt nämlich hier die Anschuldigung von McCaffrey. Diesmal die andere Seite. Tiernan hätte gestanden und um Hilfe bei der Beseitigung der Beweise gebeten, wenn das so stimmt. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box, and he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn, and that it was all over the radio, and that he would protect me. And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Tja, das ist jetzt die Frage. Der kommt jetzt ganz schön emotional aus sich raus, aber ich muss auch dazu gestehen, ich bin bis hierhin nie gekommen. Deswegen, ich glaube, McCaffrey war es trotzdem. Wir beschuldigen jetzt nicht ihn, wir gehen jetzt zu McCaffrey und werden ihn beschuldigen. Ich glaube, dass McCaffrey ihm das nämlich untergejubelt hat. Dass er nämlich schön weg dabei kommt. Ich glaube, das ist eigentlich ein, weiß ich nicht, vernünftiger Typ ist es nicht, aber ich schätze diesen McCaffrey als sehr, sag ich ja, sehr schmierig ein, sehr hinterhältig. Die Schuld auf die anderen schieben. Ich glaube, er war es. Deswegen werden wir ihn jetzt nämlich beschuldigen. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. So, da sitzt er nun also. Und kommt nicht mehr aus dieser Nummer raus. Aber wir werden ja bald erfahren, wer wirklich hinter Black Dahlia steht und den ganzen Morden. Es wird wirklich noch sehr, sehr interessant. Für diesen Part sage ich euch erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben wieder alle Hinweise gefunden. Wir haben alle Fragen richtig beantwortet. 5 Sterne. Grosvenor McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memoiren beginnen in der Todeszelle. Denn ich denke mal, er wird jetzt lebenslänglich bekommen. Und lebenslänglich heißt in Amerika wirklich auch lebenslänglich und nicht wie in Deutschland, weiß nicht, 15 Jahre oder so. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid bei den nächsten Fällen wieder mit dabei, wenn wir den Black Dahlia Mörder oder Killer oder was weiß ich, den Typen auf jeden Fall schnappen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao.